Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Adventskalender wieder mit dabei seid. Wir sind bei Türchen Nummer 22 und hinter Nummer 22 versteckt sich ein perfektes Essen für den Heiligen Abend. Und zwar zeige ich euch heute Berglinsen mit Wiener und Spätzle. Das ist wirklich super geeignet und mal was anderes mit Wiener. Viel Spaß! Für 4 Personen braucht ihr 8 Wiener, also 2 pro Person, 300 Gramm Berglinsen in grün, eine Stange Lauch, 150 Gramm Knollensellerie, eine Karotte, 250 Gramm Baconwürfel, die gibt es ja bereits schon geschnitten, dann 3 Lorbeerblätter, 1,5 Liter Rinderfond, 4 Esslöffel Essig, 2 Esslöffel Sojasauce, eventuell etwas Salz und Pfeffer, einen Esslöffel Gemüsebrühe und dann noch Butterschmalz zum Anbraten. Ihr könnt aber auch Olivenöl nehmen und dann eben noch Spätzle. Los geht's. Als erstes müssen wir unser Gemüse vorbereiten. Und zwar habe ich hier meine Karotten und mein Knollensellerie. Beide schälen und in kleine Würfel schneiden. Und das hier sind die Lorbeerblätter. Dann habe ich hier meinen Lauch, den bitte vorher gründlich waschen und in dünne Streifen schneiden. Dann habe ich hier meine Zwiebel, ebenfalls schälen und würfeln. Das ist der Kartenschinken und das sind meine Berglinsen. Die müsst ihr übrigens gründlich abwaschen. Als erstes kommt das Butterschmalz in einen Topf, das wird erhitzt und da kommen dann die Zwiebeln dazu. Die werden glasig gedünstet. Sind die Zwiebeln glasig, kommt der Speck oder wie ich hier der Kartenschinken dazu. Das Ganze darf kurz mit anbraten, also der Kartenschinken soll ringsherum angebraten werden. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Gemüse und zwar kommen die Karotten, der Knollensellerie und der Lauch mit hinein. Das Ganze kurz durchmengen, kurz anbraten lassen. Und dann kommen die Berglinsen mit hinein. Die Berglinsen haben den Vorteil, die muss man vorher nicht einweichen und die sind maximal in 20-30 Minuten fertig, also wirklich perfekt. Die Lorbeerblätter noch dazugeben, kurz durchmengen. Und das Ganze dann mit dem Rinderfond, ihr könnt aber auch Rinderbrühe nehmen, Gemüsebrühe, was ihr halt lieber mögt, abgießen. Gebt noch nicht die ganzen 1,5 Liter dazu, beobachtet das Ganze ein bisschen, es kann nämlich sein, dass es vielleicht sogar zu viel ist und wenn es zu wenig ist, einfach noch ein bisschen was drauf geben. Das seht ihr dann an der Konsistenz, wenn es zu fest wird. Also wenn fast keine Flüssigkeit mehr drin ist, dann könnt ihr noch ein bisschen was dazugeben, aber das seht ihr dann bei mir am Ende vom Video. Jetzt darf das Ganze 20 bis 30 Minuten, ich wollte eher sagen 30 Minuten köcheln. Ich habe das abgeschmeckt und ich habe noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu gegeben, da hatte ich die von Just Spice und zwar die Gemüsebrühe ohne Zuckerzusatz, ich finde die richtig gut. Die kommt damit hinein. Dann darf das Ganze, wie ich vorhin schon gesagt, 20 bis 30 Minuten köcheln und so sieht es bereits nach 15 Minuten aus. Und das hier ist jetzt nach 25 Minuten. Die Lorbeerblätter müssen wir wieder rausholen. Die musste ich erstmal suchen, wo die überhaupt sind. Jetzt zum Schluss kommt der Essig dazu. Gebt einfach so viel hinein, wie ihr es gern haben wollt. Aber Linsen sollten ja sauer sein, also darf da schon ordentlich Essig mit dazu. Ich gebe dann immer noch Sojasauce mit hinein. Das Ganze nochmal verrühren, kurz aufkochen lassen. Und dann dürfen auch schon die Wiener mit hinein. Schauen, dass sie gut zugedeckt sind und die nochmal so gute 5 Minuten leicht mitköcheln lassen. Das Ganze dann eventuell mit Salz und Pfeffer noch abschmecken, aber ich musste gar nichts abschmecken. Da habt ihr jetzt kurz gesehen, ich habe nochmal ein bisschen aufgießen müssen, weil es einfach fast schon ein bisschen zu trocken war. Ich glaube, es ist kein Thema, könnt ihr ohne weiteres machen. Und dann ist ein wunderbares, leckeres, einfaches Heiligabendessen fertig. Am Heiligabend hat man es ja sowieso am liebsten einfach, also bei uns gab es da noch nie eine Gans oder sonst irgendwas, da gibt es immer nur was Schnelles, denn die Kinder haben es meistens gar nicht ausgehalten, irgendwelche Gänse zu essen oder so motzmäßiges Essen, deswegen musste es immer schnell gehen und ich finde, das ist mal eine tolle Variante zu den Wienern, also mal was anderes, nicht immer nur Wiener mit Kartoffelsalat. Hier sind die Spätzle, die übrigens bei uns immer mein Freund macht, das ist irgendwie so seine Aufgabe, der macht es unheimlich gern, das sind Quarkspätzle und die passen da wunderbar dazu. Mal schauen, vielleicht ruckt euch das Rezept raus und ich zeige euch das noch. Das war's dann auch von mir. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis demnächst. Tschüss.